Hey, Actionfans, willkommen bei Polizei Halt. Verrückte Verfolgungsjagden und mutige Aktionen der Polizei werden euer Herz höher schlagen lassen. Während die Verfolgungsjagden weitergehen, werdet ihr unglaubliche Bilder zu sehen bekommen. Bleibt dran! Am Morgen des 11. September 2025 verwandelte eine dramatische Verfolgungsjagd im Zusammenhang mit einer Geldfälschungsermittlung das Interstate-System der USA in eine Action-Szene. Ein neuer Jeep Wrangler mit Georgia-Kennzeichen nutzte seine starke Motorleistung, um von Oklahoma nach Arkansas zu fliehen. 29, I'm about to get on 59, I was with my 42. Mit der Beteiligung der Arkansas State Police an der vom Sequoia County Sheriff Department und der Roland Police eingeleiteten Operation kam es zu einer modernen Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden. Solche Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden unterscheiden sich deutlich von den Methoden der organisierten Verbrechensbekämpfung in Deutschland. Wenn Sie actiongeladene Fluchtvideos und echte Polizeiberichte begeistern, können Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen jede Woche 2 neue Videos. Die Verfolgungsjagd verlief eine Zeit lang ohne Risiken mit konstanter Geschwindigkeit. Der Jeep Wrangler und der Polizeibeamte fuhren mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 Meilen pro Stunde weiter. Als die Spike-Strip-Technologie zum Einsatz kommen sollte, bog der SUV auf die Interstate 540 ab und setzte seine Flucht fort. Die taktische Einsatzgruppe der Arkansas State Police nahm ihre Position ein, was die Fortschrittlichkeit der heutigen Polizeimethoden verdeutlicht. Im Gegensatz zum disziplinierten Verkehrsfluss auf deutschen Autobahnen bietet dieses chaotische Szenario in den USA den Zuschauern ein beeindruckendes Bild. Nachdem der erste Tactical Vehicle Intervention Manöver erfolglos geblieben war, wurde ein zweiter Einsatz auf der Arkansas River Bridge geplant. Nachdem der Polizist nach dem ersten Einsatz erkannt hatte, dass es nicht einfach sein würde, diesen Fahrer zu stoppen, setzte er die Verfolgung fort. Nach einer Weile nahm der Verkehr zu, was für die Zivilisten ein Risiko darstellte. Working on it. I don't think you get it. Sure, no. Sie erreichten die Brücke, auf der die Intervention geplant war. Kurz darauf würde der Fahrer einen schweren Schock erleben.
Got that for TDI. TDI. 1316, roll over. 10-4, TDI, roll over. Die zweite Intervention erfolgte genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Jeep Wrangler geriet außer Kontrolle, prallte zuerst gegen eine Betonbarriere, dann gegen die Leitplanke und kippte auf die Seite. Das Fahrzeug war nun ein Totalschaden. Der Fahrer versuchte dramatisch, sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Er stand offensichtlich unter Schock. Der als Maurice A. Gonzalez aus Georgia identifizierte Verdächtige wurde mit einer Elektroschockwaffe außer Gefecht gesetzt, nachdem er trotz der Aufforderung der Polizei, die Hände zu zeigen, seine Hand nicht von seiner Hüfte genommen hatte. Nach seiner Behandlung im Mercy Hospital in Fort Smith wurde er zum Crawford County Justice Center gebracht und dort festgenommen. Bei einer gründlichen Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Methamphetamin, eine digitale Waage, Marihuana und ein Grinder gefunden und als Beweismittel sichergestellt. Diese Kriminalgeschichte ist nur der Anfang einer Reihe noch überraschenderer Fluchtaktionen, die wir Ihnen gleich vorstellen werden. Yep, we just 1050 to the squad. Central and strong, we're wiping out. Hold trap. Am 16. März 2024 meldete die Polizei von Illinois dem Polizeidezernat von Beloit, dass sie einen burgunderroten Chevrolet Trailblazer verfolgte, der in einen bewaffneten Überfall verwickelt war. Dank moderner Kommunikationstechnologien konnte eine zwischenstaatliche Koordination gewährleistet werden, während der Verdächtige weiter in Richtung der Grenze zu Wisconsin floh. We're stopping at Sherland. We're gonna turn eastbound on Sherland, going into Blewett. Turn northbound 8th, northbound 8th. 16, continue, I'll keep calling. 16's with me. Als das Fahrzeug in Beloit entdeckt wurde, setzte der Fahrer erneut die Flucht fort, woraufhin die Einsatzkräfte beschlossen, eine PIT-Manöver durchzuführen. Solche Operationen sind wesentlich riskanter und aggressiver als die Polizeiverfahren in Deutschland. Fast locus, continue north on 8. We're through St. Lawrence. Eastbound on Portland, eastbound on Portland. Der Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter auf den Straßen der ruhigen Wohngegend und gefährdete Zivilisten. Die entgegenkommenden Fahrzeuge entgingen mehrfach nur knapp einem schweren Unfall. We're going to continue eastbound past Riverside Boulevard. Eastbound. Another red light here. Going into Woodward Avenue. We're getting into the perfect area. White and Woodward. Just blew light at Park Avenue. Park Avenue. Continue. North on Prairie Ave. Looks like we got a bullet squad with us. Eastbound strong, eastbound strong. To the squad, central and strong, we're wiping out. Hold trap. Yep, we just 1050 to the squad, central and strong, we're wiping out. Hold trap. Während des von Officer Sarver durchgeführten PIT-Manövers bog der Verdächtige mit hoher Geschwindigkeit nach links ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Als der Verdächtige bemerkte, dass er umzingelt war, stieg er aus seinem Fahrzeug aus und machte sich bereit zur Flucht oder zum Kampf, doch dann unternahm er eine unerwartete Aktion.
Als Sergeant Lewis sich anschickte, aus seinem Fahrzeug auszusteigen, beschleunigte der Unfallwagen direkt auf ihn zu und versuchte absichtlich, ihn zu rammen. Dank der Sicherheitsausstattung der Polizeifahrzeuge kam es zwar nicht zu größeren Schäden, aber Lewis blieb aufgrund der eingeklemmten Tür im Fahrzeug gefangen. Lewis entschied sich unter Berücksichtigung all dieser Faktoren, seine Dienstwaffe einzusetzen. Der Verdächtige kam am Tatort ums Leben, während Lewis als einziger der Polizeibeamten eine kleine Schnittwunde am Finger davontrug. Dieser dramatische Vorfall in Beloit, Wisconsin zeigt, wie riskant und unvorhersehbar Polizeieinsätze in den USA sein können. Flat front tire. We're in the construction zone. There's nobody where we're at, and it looks like he's gonna have to drive potentially off a bridge or ledge here. Am 12. März 2024 entdeckte ein Captain der Polizeibehörde von Glendale einen gestohlenen Honda Accord und forderte Unterstützung durch weitere Einsatzkräfte an. Kurz darauf nahmen markierte Polizeifahrzeuge den Verdächtigen ins Visier und schalteten ihre Sirenen ein. Der Fahrer ignorierte jedoch die Warnungen und begann mit einer Geschwindigkeit von etwa 55 Meilen pro Stunde zu fliehen. Eine Minute später erhöhte er seine Geschwindigkeit auf 70 Meilen pro Stunde und die Verfolgungsjagd begann offiziell. Continuing northbound I-43, 50 miles per hour, light, medium traffic. He's signaling to get in the left lane. Approaching right behind you. We're approaching Brown Deer. He's speeding out 57, 65. He's taking off now in pursuit. Der Captain setzte einen Stopstick ein, um das Fahrzeug zu stoppen und schaffte es, den rechten Vorderreifen des Honda zu zerstören. Trotzdem setzte das Fahrzeug seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Continue northbound I-43. We pass the Brown Deer. Negative, getting off at Brown Deer. Es schlängelte sich mit gefährlichen Manövern zwischen zivilen Fahrzeugen hindurch und steuerte auf eine Ausfahrt zu, an der sich eine Baustelle befand. Pull over! Brown Deer. Construction area losing it. He maintained it. What the f*** is wrong with you? Traffic at the off-ramp. I don't know if he's going to be able to get out. He's got a flat front tire. We're in the construction zone. There's nobody where we're at, and it looks like he's going to have to drive potentially off a bridge or ledge here. Down a big ledge, he's going to be stuck. Flat front tire. We're in the construction zone. There's nobody where we're at, and it looks like he's gonna have to drive potentially off a bridge or ledge here. Der Honda geriet außer Kontrolle, prallte zuerst gegen eine Mauer, dann gegen den Straßenrand und blieb schließlich in einem schlammigen Bereich stecken, so dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Der Fahrer Javier verließ das Fahrzeug und versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch von der Polizei auf der Autobahn gefasst und festgenommen. Markus, der als Beifahrer im Fahrzeug saß, blieb bei dem Vorfall unverletzt und wurde ohne Anklage freigelassen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine Drogenvorrichtung gefunden. Javier wurde wegen Flucht vor der Polizei und Gefährdung des Lebens 2. Grades zu 5,5 Jahren Haft und 4 Jahren Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem wurde er zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe von $1.036 verurteilt. Am 16. August 2024 gegen 15:10 Uhr wurde Sergeant Justin Williams von der Arkansas State Police während einer Routinepatrouille auf der Washington Street in eine Verfolgungsjagd des St. Francis County Sheriff Department verwickelt.
Im Mittelpunkt der Verfolgungsjagd stand Andretti Hunter in einem roten Dodge Ram 150 Pickup. Hunter fuhr im dichten Verkehr im Zickzack, missachtete Ampeln und gefährdete das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Trooper Williams griff ein und übernahm kurz darauf die Verfolgung. Williams wartete auf einen geeigneten Moment, um die Verfolgungsjagd sicher zu beenden. Als der richtige Moment gekommen war, manövrierte er sein Fahrzeug und führte eine erfolgreiche TVI durch. Infolge dieses Manövers geriet der Dodge Ram außer Kontrolle, überschlug sich, landete in einem Graben am Straßenrand und wurde vollständig unbrauchbar. Andere Teams, die am Unfallort eintrafen, sorgten schnell für Sicherheit. Als das Fahrzeug für die Festnahme wegen eines Verbrechens gewendet wurde, stieg Hunter überraschenderweise mit einer Dose Busch Bier in der Hand aus und trank weiter. Der Fahrer wurde ohne nennenswerten Widerstand festgenommen. Aber da er über Schmerzen in der Schulter klagte, wurde er zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Gegen Hunter wurden Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Besitz von Alkohol in der Öffentlichkeit, rücksichtsloses Fahren und verschiedene anderer Vergehen eingeleitet. Am 8. Dezember 2024 startete ein Hilfspolizist der Sheriffbehörde von Shawano County bei einem Routineeinsatz eine unerwartete Verfolgungsjagd. Ein vor ihm fahrender schwarzer Sedan beschleunigte plötzlich, weil er fälschlicherweise annahm, verfolgt zu werden. Das Fahrzeug erreichte in kurzer Zeit eine Geschwindigkeit von 104 Meilen pro Stunde und die offizielle Verfolgungsjagd begann. Der Verkehr war gering, aber das Fahrzeug fuhr mit einer Geschwindigkeit von 104 bis 108 Meilen pro Stunde weiter, bis es in das Dorf Pulaski einfuhr. Pulaski 910. Der Fahrer verlangsamte seine Geschwindigkeit beim Einfahren in die Ortschaft, überholte andere Fahrzeuge und ignorierte mehrere Stoppschilder. Copy, northbound on Main. Während der Verfolgungsjagd kam es zu einem überraschenden Zwischenfall. Ein Bürger warf einen Kürbis auf das Fahrzeug des Fahrers. Doch auch das konnte ihn nicht aufhalten und der Fahrer setzte seine Flucht durch Gärten fort. Copy, is the vehicle stopped?
Beim Überqueren einer Fußgängerbrücke wurde diese beschädigt. Aber das Fahrzeug kam wieder auf die Straße, ohne im Schlamm stecken zu bleiben. Die Polizei fuhr ebenfalls über die Vertiefung und die Verfolgungsjagd ging weiter. Copy 537. Eastbound on Brook. Call 534 and see if you can check on first. 513. 56. Copy. Copy, he's on Oak Brook. Copy, south on St. Augustine. Der Fahrer versuchte die Polizei durch ständige Wendemanöver abzuschütteln. Allerdings war sein Fahrzeug durch seine vorherigen harten Manöver beschädigt worden. Daher war es für ihn noch schwieriger. Pulaski 910 over at Colorado. Call 513. Yeah, this is Patrol. Plus. Copy 537. Der Fahrer namens Brandon hielt schließlich an der Autobahnausfahrt an, streckte seine Hände aus dem Fenster und ergab sich. Er wurde mit einem risikoreichen Anhalteverfahren in Handschellen gelegt und festgenommen. Bei der etwa 25,8 Meilen langen Verfolgungsjagd wurde im oder am Fahrzeug nichts gefunden, was als Beweismittel dienen könnte. Brandon wurde wegen zahlreicher Vergehen, darunter Flee Elude Officer, Flucht vor der Polizei und Second Degree Recklessly Endangering Safety, fahrlässige Gefährdung der Sicherheit zweiten Grades, zu 4 Jahren Haft und 6 Jahren Bewährung verurteilt. Außerdem wurde ihm für 6 Monate der Führerschein entzogen und er musste eine Geldstrafe von $3.885 zahlen. Vergessen Sie nicht, uns zu folgen, um weitere Verfolgungsjagden und Polizeiberichte zu sehen. Sie können Benachrichtigungen aktivieren, um über neue Videos informiert zu werden.